Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Tutorial von Strick mit Calypso. In diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr sogenannte Set-in-Sleeves stricken könnt. Unter Set-in-Sleeves versteht man eingesetzte Ärmel. Das bedeutet, dass man das Kleidungsstück erst Vorderteil und Rückenteil strickt. Hier die Seitennähte sind auch geschlossen, beziehungsweise habe ich das in einem Stück gestrickt. Und anschließend nimmt man die Maschen um den Armausschnitt auf und arbeitet mit verkürzten Reihen dann die Armkugel oder Schulterkugel hier. Auf dieser Seite habe ich das schon gemacht. Wie ihr hier sehen könnt, den Ärmel habe ich von oben nach unten gestrickt. Das ist ein kurzer Ärmel mit verkürzten Reihen und das ist eben ein sogenannter Set-in-Sleeves. Hier habt ihr noch die Maschenmarkierer, die ganz wichtig sind bei Set-in-Sleeves, damit ihr wisst, wo ihr die verkürzten Reihen macht. Das ist eine Art Shirt, Kurzarmpullover, den ich improvisiere. Da wird hier vorne wahrscheinlich noch ein Bündchen hinkommen, um die beiden Teile hier zu verbinden. Das habe ich in einem Stück gestrickt. Wie ihr sehen könnt, gibt es sonst keine Nähte. Und den einen Ärmel habe ich schon gemacht. Jetzt geht es darum, den zweiten Ärmel zu machen. Dieses Oberteil habe ich improvisiert. Es gibt keine Anleitung dazu. Ich habe das gestrickt mit der Ulysse von Derirum Natura. Und den zweiten Ärmel möchte ich gerne in dieser Auberginenfarbe machen. Also, was ihr machen müsst, um diese Set-in-Sleeves eingesetzte Ärmel zu stricken, ist erstmal hier am Armausschnitt drumherum Maschen zuzunehmen, beziehungsweise aufzunehmen, besser gesagt. Hier habe ich die Masche am Armausschnitt, die mittlere Masche markiert und ich habe hier auf meiner Sicherheitsnadel 9 Maschen vom Armausschnitt, die hatte ich stillgelegt. Dann habe ich hier die Abnahmen gemacht für den Armausschnitt, wie ihr die hier erkennen könnt, und auf der anderen Seite ebenso. Dieses Teil habe ich mit Intarsia gestrickt. Deswegen sieht man hier diese Schräge, wo ich die Farben gewechselt habe. Und ja, deswegen möchte ich den einen Ärmel in der anderen Farbe machen. Als nächstes geht es eben darum, die Maschen aufzunehmen, um den Armausschnitt herum. Und da habe ich schon eine kleine Kalkulation gemacht. Normalerweise, wenn man Maschen aufnimmt, egal an welcher Kante, egal ob das jetzt für Ärmel ist oder etwas anderes, macht man immer ein Verhältnis von 2:3. Das heißt, wenn ich hier 3 Maschen habe, nehme ich 2 Maschen auf, überspringe eine, nehme wieder 2 Maschen auf, überspringe eine, nehme 2 Maschen auf, überspringe eine. Damit man hier nicht zu viel und nicht zu wenig Maschen hat, sondern ein gutes Verhältnis und eben nicht zu viel Stoff oder auch nicht zu wenig Stoff am Ende am Ärmel hat, sondern das gut sitzt. Ich habe das bei dem anderen Ärmel folgendermaßen gemacht. Das habe ich mir hier aufgeschrieben. Und zwar habe ich hier die Abnahmen markiert, wo ich den Armausschnitt gemacht habe, die Abnahmen für den Armausschnitt. Bis hierhin, bis zur letzten Abnahme vom Armausschnitt, habe ich 10 Maschen aufgenommen. Dann habe ich ganz drumherum bis zum Beginn oder Ende der Abnahmen für den Armausschnitt auf der anderen Seite 60 Maschen aufgenommen. Das habe ich eben auch in diesem Verhältnis 2:3 gemacht, wie ich das eben erklärt habe. Und hier habe ich erneut 10 Maschen aufgenommen. Die Markierer werde ich also wie folgt setzen, sobald ich die Maschen aufgenommen habe. Ich werde einen Maschenmarkierer hier setzen, am Ende der Abnahmen für den Armausschnitt. Dann habe ich hier die 60 Maschen, die teile ich durch 3. Das heißt, ich werde nach 20 Maschen einen Maschenmarkierer setzen, erneut nach 20 Maschen und dann erneut nach 20 Maschen. Und hier werde ich dann, wie auf dieser Seite, ebenso 10 Maschen haben, beziehungsweise aufnehmen, da wo ich eben die Abnahmen für den Armausschnitt habe. Ich habe eben 60 Maschen vom hier um die Schulter herum. Wenn ich eben diese Maschen auf der Sicherheitsnadel und die Abnahmen hier nicht mitzähle, habe ich hier 60 Maschen.
Diese Maschenanzahl teile ich durch 3. Bei euch kann diese Maschenanzahl natürlich anders sein, je nachdem, was ihr strickt. Habt ihr eine andere Maschenanzahl und die teilt ihr dann einfach durch 3 und so setzt ihr dann eure Maschenmarkierer. Das ist ganz, ganz wichtig und erleichtert euch danach das Stricken auf jeden Fall sehr. Also ich wiederhole ganz kurz, versuche das anders zu formulieren. Ich habe hier die Abnahmen für die Armausschnitte. Ich nehme hier jeweils 10 Maschen auf. Das kann bei euch auch variieren. Das muss nicht 10 Maschen sein, je nachdem, wie viele Abnahmen ihr gemacht habt. Aber eben immer in diesem Verhältnis versuchen 2 zu 3 Maschen aufzunehmen. Bei mir sind es eben 10 Maschen auf dieser Seite und 10 Maschen auf dieser Seite. Der Rest hier um die ganze Schulter herum habe ich 60 Maschen. Das kann bei euch eine andere Zahl sein. Wie gesagt, im Verhältnis 2 zu 3 aufnehmen und dann habt ihr die passende Maschenanzahl für euch. Bei mir waren es 60, das teile ich durch 3 und so erhalte ich eben 6 Abschnitte um den Armausschnitt herum. Abschnitt 1 sind die Maschen, die ich hier auf der Sicherheitsnadel stillgelegt habe. Abschnitt 2 sind die Maschen für den Armausschnitt hier. Abschnitt 3, Abschnitt 4 hier direkt an der Schulternaht. Abschnitt 5 und Abschnitt 6 die Abnahmen hier für den Armausschnitt. Das zeige ich euch gleich nochmal, wenn ich die Maschen aufgenommen habe und auch Maschenmarkierer gesetzt habe, wird das mit Sicherheit etwas deutlicher. So, meine Lieben, ich habe die Maschen aufgenommen, wie vorhin beschrieben. Dafür habe ich den Faden hier angesetzt. Das heißt, nach den 9 Maschen hier am Armausschnitt, die auf der Sicherheitsnadel waren, die habe ich hier auf die Nadel übertragen, auf die Stricknadel. Dann habe ich hier, wie erklärt, 10 Maschen zugenommen bis zum Ende der Abnahmen. Dann habe ich hier die 60 Maschen aufgenommen und um den Arm herum, um die Schulter herum und hier schließlich nochmal 10 Maschen, wo die Abnahmen für den Armausschnitt sind. Wie ihr sehen könnt, habe ich die verschiedenen Abschnitte mit Maschenmarkierern markiert. Hier ist die Mittelmasche am Armausschnitt. Hier ist der erste Abschnitt mit dieser orangenen Sicherheitsnadel. Dann hier der zweite Abschnitt mit dieser goldenen. Der dritte Abschnitt mit der pinken Sicherheitsnadel. Und schließlich hier diese rote Sicherheitsnadel. So, nun werde ich die verkürzten Reihen arbeiten. Und mein Faden ist jetzt hier. Das ist aber kein Problem. Ich werde jetzt bis zum 3. Maschenmarkierer stricken. Also diesen Maschenmarkierer am Armausschnitt, den werde ich jetzt nicht zählen, sondern ich werde nur diese 4 Maschenmarkierer zählen. Das ist Maschenmarkierer 1, orange, Maschenmarkierer 2, gold, Maschenmarkierer 3, rosa und Maschenmarkierer 4, rot. So, nun werde ich bis zum 3. Maschenmarkierer glatt rechts stricken und hier dann die erste Doppelmasche für die verkürzte Reihe arbeiten. Das mache ich nun vor. Ich stricke ganz viel mit der Magic Loop Technik. Ihr könnt aber natürlich kleine Umfänge auch auf einer etwas kürzeren Nadel stricken. Oder ihr könnt natürlich auch auf dem Nadelspiel den Ärmel stricken. So, ich stricke also bis zum 3. Maschenmarkierer. So, die 2 ersten Maschenmarkierer sind hinter uns. Hier erkennt man sehr gut die Schulternaht, weil auf der einen Seite diese Wollweiß ist und auf der anderen Seite diese Auberginenfarbe. Und wir stricken also bis zum 3. Maschenmarkierer, diesem rosa Maschenmarkierer hier. Und ich arbeite dann meine erste Doppelmasche auf der Masche nach dem Maschenmarkierer. Also hier ist mein Maschenmarkierer. Ich stricke noch eine Masche. Ich wende mein Strickstück und hebe die Masche hier ab
bringe den Faden über die Nadel nach hinten, ziehe daran fest, bis ich hier die Doppelmasche habe. So, wie genau ihr verkürzte Reihen strickt, das schaut ihr euch besser in einem anderen Video an. Es gibt viele verschiedene Techniken. Es gibt die German Short Rows, also deutsche verkürzte Reihen, wie ich sie gerade mache, oder auch die Wrap and Turn Method, wenn man also eine Art die Masche umwickelt, oder auch japanische verkürzte Reihen. Ich mache hier German Short Rows und nach eben dieser Doppelmasche stricke ich links zurück bis zum zweiten Maschenmarkierer. Das heißt bis zu diesem goldenen Maschenmarkierer hier. Ich habe also die 20 Maschen von diesem Abschnitt hier abgestrickt. Hier ist der goldene Maschenmarkierer. Ich stricke noch eine und wende hier erneut mein Strickstück. Ich bringe den Faden nach vorne, hebe die Masche ab, ziehe den Faden nach hinten und hier habe ich meine Doppelmasche. Und jetzt stricke ich wieder weiter, rechte Maschen bis zur Doppelmasche, die ich vorhin gemacht habe, nach dem dritten Maschenmarkierer. So, hier ist der dritte Maschenmarkierer, hier ist die erste Doppelmasche, die wir vorhin gemacht haben. Ich stricke beide Maschenglieder der Doppelmasche zusammen, stricke dann noch eine Masche und werde dann wenden. Und jetzt kommt die nächste verkürzte Reihe, denn ich mache hier erneut eine Doppelmasche, ziehe den Faden über die Nadel und stricke dann links wieder zurück. So, ich stricke links wieder zurück bis zum zweiten Maschenmarkierer, besser gesagt bis zur Doppelmasche nach dem zweiten Maschenmarkierer und werde die zwei Maschenbeine von der Doppelmasche stricke ich zusammen, dann stricke ich noch eine Masche, wende erneut und mache die nächste verkürzte Reihe. Ich ziehe den Faden nach vorne, hebe die Masche ab, ziehe den Faden über die Nadel, habe hier erneut meine Doppelmasche und stricke alles rechts wieder zurück bis zur nächsten Doppelmasche. Und so fahren wir dann fort, Masche für Masche, immer die Doppelmasche zusammenstricken, die zwei Maschenbeine der Doppelmasche zusammenstricken, die darauffolgende Masche stricken, eine neue Doppelmasche machen und wieder zurück stricken. So entsteht dann die Armkugel. Purple. So, wir sind beim dritten Maschenmarkierer angekommen hier. Hier seht ihr die Doppelmasche. Wir stricken beide Maschenbeine zusammen, stricken noch eine Masche, wenden, heben die Masche ab, ziehen den Faden über die Nadel. Jetzt habe ich hier die Doppelmasche und stricke alles wieder zurück. So fahren wir fort, bis wir die zwei anderen Maschenmarkierer auf beiden Seiten erreicht haben. Also bis wir Maschenmarkierer 1 und Maschenmarkierer 4 erreicht haben und bis wir auf der letzten Masche vor dem Maschenmarkierer auch eine Doppelmasche gemacht haben. So, hier ist der zweite Maschenmarkierer, hier ist die Doppelmasche und ich stricke beide Maschenbeine zusammen, stricke noch eine Masche und wende, bringe den Faden nach vorne. So, und der Maschenmarkierer kann ruhig hier die ganze Zeit bleiben, ihr müsst ihn nicht bewegen, im Gegenteil, es ist besser, wenn sie da bleiben, wo sie sein sollen. Und wie ihr seht, entstehen hier schon ein paar Reihen und wir werden nach und nach hier die Armkugel stricken. Also ich stricke hier wieder zurück, hebe die Masche ab, ziehe den Faden über die Nadel, stricke bis zur Doppelmasche auf der anderen Seite nach dem dritten Maschenmarkierer,
So, die Reihen werden natürlich immer länger. Das wollen wir auch. Das ist der Witz an den verkürzten Reihen. Und jeder muss seine bessere Technik oder seine Lieblingstechnik für verkürzte Reihen herausfinden. Probiert einfach mal aus. Ich mag am liebsten die German Short Rows. Die finde ich wirklich sehr einfach. So, hier ist der dritte Maschenmarkierer, die Doppelmasche. Ich stricke beide Maschen zusammen, stricke noch eine Masche und dann wende ich, hebe die Masche ab, ziehe den Faden hier über die Nadel und stricke hier auf der linken Seite wieder zurück. Und so geht das Spiel weiter, bis wir eben den ersten Maschenmarkierer auf dieser Seite erreicht haben und auf der anderen Seite den vierten Maschenmarkierer hier. So, und auf jeder Masche wird immer eine Doppelmasche gearbeitet. So, wie ihr seht, hier ist der zweite Maschenmarkierer und hier der erste. Ich werde hier die Doppelmaschen machen. Die Doppelmasche ist aktuell hier. Und ich mache die Doppelmaschen hier weiter, bis zu dieser Masche. Der Masche vor dem Maschenmarkierer. Hier. Und sobald ich hier die letzte Doppelmasche gemacht habe, kann ich dann in der Runde weiter stricken. Und dann ist die Armkugel eigentlich auch fertig. Also ich werde ein bisschen fröhlich vor mich hinstricken und zeige euch das gleich, wenn ich da angekommen bin. So, meine Lieben, ich habe also fleißig weitergestrickt, wie ich es erklärt habe. Und man sieht hier schon die schöne Armkugel, die entsteht. Hier ist Maschenmarkierer 1. Hier ist Maschenmarkierer 2, die Schulternaht, Maschenmarkierer 3 und Maschenmarkierer 4. Hier ist der Armausschnitt unten. So, ich habe also die verkürzten Reihen weitergemacht und mir fehlen jetzt noch 3 Maschen hier bis zum Maschenmarkierer 1. Bis zur Masche vor dem Maschenmarkierer 1 werde ich also die verkürzten Reihen weitermachen, genauso auf der anderen Seite. Das passiert ja automatisch, weil man eben hin und zurück strickt. Und man sieht hier schon, wie die schöne Armkugel entstanden ist. So, die letzten verkürzten Reihen machen wir dann noch zusammen und schließen das Ganze dann zusammen ab. Also ich bin hier, ich mache eine Doppelmasche, ich bringe den Faden nach vorne, hebe die Masche ab, ziehe den Faden nach hinten und stricke alle Maschen über die Schulter hinweg. So, entschuldigt, wenn ich am Anfang des Videos ein, zwei Mal ein bisschen am Rand vom Bild gestrickt habe. Das hat sich ein bisschen verschoben, aber meine Erklärungen hat man weiterhin gehört und ja, so schlimm ist es auch nicht, denn in diesem Video geht es, wie gesagt, nicht darum, euch genau zu erklären, wie man verkürzte Reihen strickt. Klar habe ich das so nebenbei gemacht, aber es ist kein detailliertes Video über verkürzte Reihen, sondern in diesem Video geht es darum, euch die Logik von diesem eingesetzten Ärmel zu erklären, wie ihr eben ein Set-In-Sleeve an euren Armausschnitt dran stricken könnt und es vermeiden könnt, Ärmel anzunähen, sondern direkt die Maschen um den Armausschnitt aufzunehmen und dann eine schöne Armkugel zu stricken. So, hier ist die vorherige Doppelmasche, da stricke ich beide Beine zusammen, stricke noch eine Masche. Hier seht ihr, das ist Maschenmarkierer 4. 2 Maschen sind hier noch übrig. Also nicht mehr viel. Ich wende, ich hebe die Masche ab, ziehe den Faden über die Nadel und habe hier jetzt meine Doppelmasche und
stricke dann alles wieder zurück. Genau, das ist eine tolle Art, um Ärmel zu stricken, wenn man nicht einfach gerade Ärmel haben möchte. Da hat man nämlich meistens sehr viel Stoff um den Arm und die Achsel und die Schulter herum, wenn man das vermeiden möchte, aber trotzdem nicht so viel nähen möchte, hat man eben diese Möglichkeit mit den Set-In-Sleeves. Sobald man die Logik verstanden hat und sich das einmal gemerkt hat, kann man das eigentlich einfach so machen oder sich einfach dieses Video nochmal angucken und dann mit mir zusammen machen auf dem Video. Ich stricke in der Magic Loop Technik. Das mögen nicht alle. Ist ein bisschen umständlich, das stimmt schon. Aber ich finde es besser als auf dem Nadelspiel. Ich könnte auch einen kürzeren Nadel nehmen, aber ja. Und kurze Stricknadeln und kurze Nadeln, beziehungsweise ein kurzes Kabel und kurze Nadel dran schrauben. Das wäre dann vielleicht bequemer. Aber ja, jetzt habe ich es einfach so gemacht. Das ging auch gut. Und jetzt sind wir bei der vorherigen Doppelmasche hier angekommen. Da stricke ich beide Maschenbeine zusammen, stricke die darauffolgende Masche. Jetzt wende ich wieder mein Kleidungsstück. Wir sind wieder beim Maschenmarkierer 1 angekommen. Hier sind also 2 Maschen noch übrig. Ich bringe den Faden nach vorne, hebe die Masche ab, ziehe den Faden drüber, habe jetzt hier meine Doppelmasche und stricke wieder über die Armkugel alles zurück. So, dieses Zurückstricken, das schneide ich raus, damit das Video nicht so lang wird. Und wir sehen uns auf der anderen Seite beim Maschenmarkierer 4. So, ich bin wieder beim Maschenmarkierer 4 angekommen. Hier ist die Doppelmasche. Ich stricke beide Maschenbeine der Doppelmasche zusammen, stricke noch eine Masche und dann ist hier noch eine übrig, das heißt, wir sind fast fertig. Und ich wende jetzt erneut, hebe die Masche ab, ziehe den Faden über die Nadel und stricke wieder alles zurück und wir sehen uns gleich wieder auf der anderen Seite. So, wir sind hier wieder am Anfang bei Maschenmarkierer 1 angekommen. Ich stricke noch diese 2 Maschen hier. Hier ist die Doppelmasche, da stricke ich beide Beine zusammen, stricke noch eine Masche und das ist die vorletzte Masche vor dem Maschenmarkierer. Also wir haben es fast. Ich nehme den Faden nach vorne, nehme die Masche ab, ziehe den Faden drüber, habe hier eine Doppelmasche jetzt und stricke alles wieder zurück zum Maschenmarkierer 4. Und wie ihr seht, stricke ich an Maschenmarkierer 2 und Maschenmarkierer 3 vorbei. Da sind wir schon lange, die haben wir schon lange erledigt, sozusagen. So, hier ist wieder Maschenmarkierer 4. Ich stricke noch eine Masche. Hier ist die Doppelmasche. Ich stricke beide Beine der Doppelmasche zusammen. Stricke die letzte Masche vor dem Maschenmarkierer. Und das heißt, das ist die letzte verkürzte Reihe auf dieser Seite. Die letzte Doppelmasche hier, die wir machen auf dieser Seite. Weil hier der Maschenmarkierer ist und dann hier die Abnahmen für den Armausschnitt beginnen. Das heißt, wir sind fast fertig. Ich wende ein letztes Mal auf dieser Seite und mache hier die letzte Doppelmasche auf dieser Seite und stricke alles wieder zurück. Und wir sehen uns gleich auf der anderen Seite. So, wir sind hier bei Maschenmarkierer 1 angekommen. Ich stricke noch eine Masche. Stricke hier die Doppelmasche, da stricke ich beide Maschenbeine zusammen. Und hier ist
nun die letzte Masche vor dem Maschenmarkierer. Die stricke ich jetzt auch noch. Und kann jetzt wie immer wenden. So, hier ist Maschenmarkierer 1 und das ist auch auf dieser Seite jetzt die letzte Doppelmasche, die wir hier kreieren. Und dann können wir in der Runde weiter stricken. Das heißt, ich bringe den Faden nach vorne, hebe die Masche ab, ziehe den Faden über die Nadel, habe hier meine Doppelmasche. Das ist die letzte überhaupt für die Armkugel. Und ich stricke alles wieder zurück bis zum Maschenmarkierer 4. Und dann stricken wir in der Runde weiter. Und dann sind wir eigentlich fertig. Ich zeige euch, wie man jetzt mit den letzten 2 Doppelmaschen umgeht. Und dann zeige ich euch noch das Endresultat. So, ich bin jetzt bei Maschenmarkierer 4 angekommen. Ich stricke jetzt noch die letzte Masche. Und hier ist die letzte Doppelmasche auf dieser Seite. Da stricke ich auch beide Maschenbeine zusammen. Und jetzt bin ich eigentlich fertig. Diesen Maschenmarkierer sowie alle anderen kann ich jetzt ignorieren und einfach in der Runde weiter stricken. Denn die verkürzten Reihen sind fertig, die Armkugel ist fertig. Ich stricke hier also alle Maschen ab, die jetzt auch hier unten am Armausschnitt sind. So, hier sieht man schon Maschenmarkierer 1 erscheinen. Hier ist der Maschenmarkierer vom Armausschnitt unten, der die Mitte markiert. Ich stricke hier also weiter. So. Hier habe ich den Faden angesetzt. Deswegen ist die Masche ein bisschen locker, aber das macht nichts. Ich kann einfach ein bisschen am Faden ziehen und der wird später auch vernäht. Dann gibt es auf keinen Fall Löcher, keine Sorge. Und ich stricke hier weiter. Das sind die 10 Maschen, wo die Abnahmen sind für den Armausschnitt. Und hier ist der erste Maschenmarkierer. So, der hat sich jetzt umgedreht. Ist aber auch egal. Ich stricke hier die letzte Masche. Hier ist die letzte Doppelmasche. Da stricke ich beide Maschenbeine zusammen, wie vorhin auch schon immer die ganze Zeit gemacht. Und jetzt bin ich fertig. Und jetzt kann ich einfach in der Runde weiter stricken. Meine verkürzten Reihen sind fertig und das war alles gar nicht so schwer. So, ich stricke jetzt noch hier fertig die paar Maschen und zeige euch, wie das jetzt am Ende aussieht. So. Also hier ist Maschenmarkierer 1, Maschenmarkierer 2, Maschenmarkierer 3, Maschenmarkierer 4. Ich kann jetzt ganz bequem in der Runde weiter stricken. So. Und ich lege das mal hier ein bisschen besser hin. Hier seht ihr also die schöne Armkugel. Hier ist die Schulternaht. Hier ist Maschenmarkierer 1, hier ist Maschenmarkierer 2. Und ich habe also von zwischen Maschenmarkierer 2 und Maschenmarkierer 1 auf jeder Masche eine Doppelmasche gemacht und hier diese verkürzten Reihen gemacht. Das heißt, nach und nach einfach eine Masche dazu genommen zur Reihe, sodass ich hier diese schöne Armkugel habe. Hier habe ich also viel mehr Reihen als hier. Und das ergibt hier eine sehr, sehr schöne Linie. Man sieht die Doppelmaschen gar nicht. Und es sieht wirklich super sauber aus. Sehr, sehr schön. Und es wird dann am Ende auch sehr schön sitzen. Auf der anderen Seite ist es genauso. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwer, da so flach hinzulegen, weil die Nadel drin ist. Aber genau, hier ist also der Maschenmarkierer, der die Mitte markiert, vom Armausschnitt. Hier ist Maschenmarkierer 3, Maschenmarkierer 4. Und hier habe ich das genauso gemacht. Und hier auf der anderen Seite.
Man sieht die Doppelmaschen kaum, bis gar nicht und hat hier eine schöne, saubere Linie und eine sehr schöne Armkugel von innen. Hier sieht man auch nichts, beziehungsweise, ja, ich habe hier die Maschen eben aufgenommen und es ist sauberer als jede Naht, außer man kann extrem sauber vernähen und hat sehr, sehr viel Geduld und sehr viel Zeit, dann kann man auch sehr sauber vernähen natürlich. Aber ja, so sieht die Armkugel aus mit den verkürzten Reihen. Und jetzt stricke ich in der Runde weiter, bis ich dann dieselbe Länge erhalte wie auf dem anderen Ärmel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal.